Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber in den letzten Tagen hatte ich ein bisschen das Gefühl, ich leide unter Dingeldangelentzug. Kennt ihr das? Dingeldangelentzug? Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Luise Heinz. Entschuldigt bitte. Dieser YouTube-Kanal soll ja auch Seriosität ausstrahlen und das Gefühl vermitteln, als könnte man hier richtig was lernen. Kann man auch. Glaubt mir bitte. Heute soll es im nächsten Türchen vom Junk Journal Tutorial Adventskalender um das Thema Mini-Dingeldangel gehen. Im Englischen heißt dieses kuriose Teil auch Tessel und heute möchte ich eine kleine Mini-Variante davon machen. Wir haben in letzter Zeit ganz, ganz viele von diesen Dingeldangels gesehen, von diesen Tessels, die wirklich riesig waren. Und heute habe ich mir überlegt, möchte ich mal so eine kleine Variante machen. Und während ich mir etwas für das Intro für dieses Video überlegt habe, ist mir da so eine kleine Blitzidee gekommen. Und diese möchte ich gerne heute mit euch teilen. Schaut euch dieses Video also bitte unbedingt bis zum Ende an. Ich werde euch am Ende noch was richtig Cooles zeigen, was ihr damit machen könnt. Also seid gespannt. Ja, durch mein Intro habe ich euch schon verraten, worum es heute geht und was sich hier in diesem kleinen Kästchen befindet in unserem nächsten Türchen für heute. Heute geht es um das Thema Mini-Dingeldangel oder Mini-Tessel auf Englisch. Ich hoffe, ich kann dieser Sache trotzdem noch einige Überraschungen entlocken, auch wenn ich euch jetzt schon vorher ein bisschen verraten habe, worum es geht. Ein Ausgangspunkt für dieses Mini-Tessel war ein alter Ohrring. Diesen seht ihr da mit dieser schwarz-weißen Perle unten dran. Ich habe mal früher Perlen aus Fimo gemacht und habe mir daraus selber solche kleinen Ohrringe gemacht. Und dieser lag jetzt nun seit einiger Zeit bei mir rum, weil ich die jetzt irgendwie nicht mehr anziehe. Auch vielleicht ein bisschen jobbedingt ist das ein bisschen ungünstig, wenn man so relativ große Ohrringe anhat. Und ja, jetzt lag der da einfach so rum und ich habe mir gedacht, Mensch, nochmal, den könnte man doch eigentlich für so ein Tessel verwenden. Und wie schon eingangs gesagt, wir haben jetzt in letzter Zeit relativ viele so wuchtige Tessels gesehen. Das ist selbstverständlich keine negative Kritik. Die schauen wunderschön aus. Gerade wenn die so ein bisschen überladen sind, sind die sehr, sehr ästhetisch und für etwas dickere Junk Journals auch wunderbar geeignet. Aber manchmal braucht man vielleicht auch etwas Kleines, Zartes, wenn das Junk Journal vielleicht etwas dünner ist oder wenn man einfach nicht so das Augenmerk auf diesen Tessel legen will, der außen dran hängt. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir heute mal so eine Mini-Variante. Ich habe mir also die ganzen Streifen, die ich da abgeschnitten habe, von Spitze, Wolle und so weiter, in etwas kürzerer Länge abgeschnitten und habe auch insgesamt nicht ganz so viel an Material in diesen Tessel hineingetan. Das ganze Material habe ich dann befestigt an so einem sogenannten Bulb-Pin. Wie ihr hier seht, ist das so eine Sicherheitsnadel in Form einer Glühbirne. Ja, wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzen will, müsste man sagen, glühbirnenförmige Sicherheitsnadel. Ja, sagen wir besser gleich Bulb-Pin, denn das hört sich nicht nur schöner an, sondern es ist auch leichter auszusprechen und vielleicht sogar leichter zu merken. Nun hatte ich also diesen Ohrring und habe mir überlegt, okay, wie kriege ich den jetzt am besten da dran, sodass ich möglichst wenig Gefummel habe und ja, dass das möglichst schön aussieht. Ich wollte den dann zuerst ohne dieses eigentliche Ohrring-Ding, was man sich ins Ohr steckt, oben an dem Bulb-Pin befestigen. Das war dann aber ganz komisch, weil da oben dieses Material dafür gesorgt hat, dass der so komisch absteht. Und das hat ganz eigenartig ausgesehen. Deswegen habe ich mir dann diese kleinen goldenen Ketten genommen, habe da das ganze Material nochmal runtergenommen, die goldenen Ketten da drüber gefädelt, um dann später festzustellen, dass das viel einfacher gegangen wäre, aber egal. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt baue ich diesen Ohrring an diese goldene Kette dran. Wenn ihr solche Ketten habt, die etwas dicker sind, so wie diese hier zum Beispiel, dann nehmt euch bitte ein passendes Werkzeug, um die abzuschneiden. Also so eine Kombizange geht dafür ganz gut. Und ja, das ist auch relativ einfach da, wo dieses Schneideteil von der Kombizange ist, abschneiden. Also ja, das ist relativ scharf und das geht damit ganz gut.
Am Ende müsst ihr dann ein bisschen aufpassen, weil ihr durch das Abschneiden einige Glieder der Kette vielleicht kaputt gehen können. Da müsst ihr ziemlich genau gucken. Nicht, dass ihr das letzte Glied, wo ihr das durchfädeln wollt, zerstört habt, ohne das zu merken. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Dann fliegt euch die ganze Chose dahinterher wieder ab. Also müsst ihr schauen, dass ihr wirklich dann das Ende schön sauber abgeschnitten habt. Diese Sicherheitsnadel, diese normale Sicherheitsnadel da, habe ich jetzt benutzt, um den O-Ring da unten dran zu befestigen. Ich wollte mir da jetzt nicht nochmal so ein extra Drahtgedöns irgendwie bauen und habe auch gleichzeitig da die Chance genutzt, diese Sicherheitsnadel noch so ein bisschen zu verzieren. Ihr könnt da Perlen aufziehen, wie ihr hier seht, oder auch so kleine Spitzenstückchen. Das hier habe ich jetzt so Akkordeon-Fold-mäßig da so drüber gefaltet, also so ein bisschen zickzackmäßig. Da verschwindet auch ein bisschen diese Verschließung von der Sicherheitsnadel. Optisch schaut es nicht mehr ganz so sicherheitsnadelmäßig aus. Also es schaut schon fast so aus, als wenn das irgendwie so ein spezielles Teil wäre, was genau dahin gehört. Ja, und wenn ihr Perlen auf diese Sicherheitsnadeln auffädeln wollt, dann müsst ihr natürlich ein bisschen schauen, dass die nicht zu dick sind. Manche eignen sich nicht so ganz gut dafür. Wenn die zu dick sind, dann kriegt ihr die Sicherheitsnadel nicht mehr zu. Aber ihr müsst, ja, also einfach die richtigen kleinen oder so tropfenförmige Perlen auswählen, wie diese hier. Dann geht das schon. Und ja, wenn ihr das wieder verschließen wollt, ist das teilweise ein bisschen friemelig, wie ihr da seht. Wenn ihr das sehr exakt da drauf gefädelt habt, also wenn die Perlen genauso lang sind, wie die Sicherheitsnadel lang ist, dann kriegt man es ein bisschen schwierig zu, muss man ein bisschen fummeln, aber das geht schon. Es lag jetzt hier auch ein bisschen daran, dass ich da etwas Schwierigkeiten hatte, weil dieses ganze Teil so klein ist. Also wenn man größere Sicherheitsnadeln nimmt, also ich glaube, die Bulbpins, die haben immer dieselbe Größe, aber normale Sicherheitsnadeln gibt es ja auch in größer, dann ist das Ganze natürlich etwas einfacher. Aber bei dieser kleinen Variante, ja, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da motorisch nicht überfordert ist. Also, ich bin ja sowieso grob Motoriker und habe da manchmal so meine Schwierigkeiten. Aber wenn man sich die richtigen Materialien sucht, dann geht es schon. Man kann ja auch einfach, wenn man zu fummelige Sachen hat, sich was anderes aussuchen. Die Varianten sind ja da quasi grenzenlos. Man kann ja machen, was man möchte. Mit Hilfe einer Nadel habe ich jetzt noch einige andere Perlen einfach so lose auf diese Wolle aufgefädelt. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Elemente, die da in dem Tessel drin sind, so ein bisschen unterschiedlich sind. Und ja, wenn so ein paar Highlights sind, wie mit diesen Sicherheitsnadeln zum Beispiel und eben auch ein paar einfach so normale Perlen, dass das ein bisschen sich so im Gleichgewicht hält. Und ich habe da jetzt auch versucht, die Perlen, die ich da dran gehängt habe, relativ klein zu wählen und auch ein bisschen mit der Form so herumzuspielen. Da gibt es jetzt teilweise welche, die sind rund, teilweise sind die so tropfenförmig. Und auch von den Farben her habe ich da versucht, so ein bisschen umeinander zu probieren. Teilweise sind die so mit solchen silbernen Glitzerdingern besetzt und mit dieser goldenen Kette zusammen und den Sicherheitsnadeln und diesem Bulbpin schaut das eigentlich ganz schön aus, wenn so verschiedene Metallic Optiken sozusagen zusammenkommen. Ja, und hier seht ihr jetzt gerade meinen kläglichen Versuch, aus diesem Ohrring-Ding noch so einen kleinen Anhänger zu machen. Entschuldigt bitte, dass das Bild nicht ganz scharf ist. Ich habe mir da so einen abgemüht. Also das war wirklich nicht so einfach. Diese Zange ist auch zugegebenermaßen viel zu groß, aber ich hatte leider keine kleinere, keine richtige Schmuckzange. Wenn man so eine richtige kleine Schmuckzange hat, dann müsste das wesentlich besser funktionieren. Denn das mit dem Finger zu biegen ist natürlich völlig unmöglich. Aber ja, wenn man sowas öfters macht, dann lohnt es sich, glaube ich, wirklich, wenn man sich das passende Werkzeug anschafft. Also ich sollte vielleicht dann auch mal auf die Suche gehen nach einer etwas kleineren Zange. Diese Elemente habe ich dann auch an diese goldene Kette dran gehängt und hier versuche ich gerade die richtige Länge zu finden. Und vor allen Dingen auch, ja, so dieses letzte Gleichgewicht irgendwie herzustellen. Denn ich mache das immer so wie bei einem Blumenstrauß. Ich versuche, dass ich ungerade Anzahlen von Elementen in meinem Tessel habe und das hilft mir oftmals sehr viel weiter. Hier seht ihr das Ganze jetzt nochmal im Detail. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachmachen animieren. Wenn ihr eure Ergebnisse auf Instagram teilen wollt, dann benutzt doch bitte den Hashtag, den ihr unten rechts im Bild seht, sodass ich eure Beiträge leichter finden kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich etwas von euch sehen würde. Ganz am Ende habe ich dann wieder meine Überbleibsel vom Tisch eingesammelt. Ihr wisst ja, die brauchen wir am 24. Und ja, wenn ihr selber auch an diesem Adventskalender aktiv teilnehmen wollt, dann sammelt doch bitte auch in diesem Fall eure Sachen ein. Also auch alles, was kein Papier ist, kommt in diesen Behälter für den 24. Und ja, kommen wir nun hier zu meiner kleinen Blitzidee, die ich hatte.
was man sonst noch mit so einem kleinen Teil hier machen kann. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid Feuer und Flamme für das Thema Junk Journaling und ihr seid auch mal irgendwo außerhalb eures Bastelzimmers unterwegs. Ich weiß, die meisten verbringen sehr viel Zeit in ihrem Zimmer, aber man muss ja auch mal einkaufen oder irgendwas, ne? Stellt euch mal vor, ihr trefft da irgendjemanden, den ihr kennt. Und derjenige sagt zu euch, ich habe da neulich deinen YouTube-Kanal gesehen oder was weiß ich, habe vielleicht gesehen, was du da auf Instagram postest oder so. Ich habe mir das mal angeguckt und ja, du bastelst da sowas. Also, aber so richtig verstehen tue ich das eigentlich nicht. Und dann kriegen die Leute auch, vielleicht habt ihr ja schon mal gemerkt, so einen ganz komischen Blick. Man kann jetzt nicht so ganz genau interpretieren, was das zu bedeuten hat. Aber manchmal sieht das sogar so ein bisschen so aus, als hätten die an saurer Milch gerochen. Und man denkt sich, ja, muss sie das jetzt wirklich schon wieder erklären? Muss ich jetzt das wirklich schon wieder erklären? Aber, also habe ich so viel gelacht, dass mir hier die Nase total tropft. Entschuldigung. Man möchte natürlich auch vielleicht den einen oder anderen auch mit diesem Junk Journal Fieber in Verbindung bringen und ihn vielleicht so ein bisschen fickerig machen, dass der sich das auch überlegt, ob der nicht auch mit sowas anfangen möchte. Also ja, das ist der Hauptsinn, warum ich hier sitze, ne? Weil ich gerne möchte, dass auch andere Leute sich dafür interessieren, weil das einfach so eine richtig coole Sache ist. Und da habe ich mir überlegt, wenn man jetzt auch draußen so ein bisschen Junk Journaling umeinander laufen würde, dann wäre das doch vielleicht irgendwie gar nicht so schlecht. Das wäre doch auch eine ganz gute Werbung für das Thema Junk Journaling und für dieses Hobby vor allen Dingen. Jetzt kann man natürlich nicht da sich so ein paar zerfetzte, uralte Bücher unter den Arm klemmen und damit zum Aldi laufen und da einkaufen. Das wird jetzt ein bisschen komisch aussehen. Aber warum soll man denn nicht etwas, was man für das Junk Journal gemacht hat, so als Schmuck bei sich tragen? Wir haben jetzt für das Dingeldangel hier einige Sachen zweckentfremdet, wie ihr zuvor im Video gesehen habt. Warum soll man denn jetzt nicht dieses zweckentfremdete Teil nochmal zweckentfremden und sich vielleicht hier oben dran so ein Ohrringhalter, Oberteil, ihr wisst schon hier, ne, so ein Ding machen, damit man sich das dann, und das ist jetzt live, ich habe das vorher noch nie ausprobiert, damit man sich das dann hier so an sein Ohr, hängen kann. Also zugegebenermaßen, es ist etwas schwer. Das liegt jetzt, glaube ich, hauptsächlich an diesem ursprünglichen Ding, was ich hier benutzt habe, diesen ursprünglichen Fimo-Ohrring. Der ist sehr schwer und jetzt habe ich mich hier gerade irgendwie vertüddert. Kriege ich das jetzt nur mit Hilfe der Kamera wieder enttüddert? Wow, ich bin ja so gut. Jetzt schaut euch bitte das mal an. Ich weiß es ja nicht, aber schaut es nicht einfach nur geil aus? Also ich weiß, ich habe jetzt nicht hier irgendwie so das Modelohr oder so, ne? Und hier nicht so eine Modelfrisur. Aber jetzt stellt euch das mal mit einer gescheiten Frisur vor. Also ich weiß ja nicht, aber ich finde das cool. Also ich bin gerade total begeistert davon. Ja, das war meine Idee. Also ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da schon mal vorher drauf gekommen oder vielleicht lauft ihr den ganzen Tag mit so einem Teil am Ohr rum. Aber ja, bitte hinterlasst mir doch mal einen Kommentar unter dem Video, was ihr davon haltet. Und wenn ihr das auch macht, dann macht mir doch vielleicht mal ein Foto und postet das irgendwo hin, postet das auf euer Instagram und markiert mich da, @luiseheinzel, oder postet das in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Ich glaube, ich muss jetzt eine kleine Runde über den Campingplatz spazieren gehen und hoffen, dass ich jemandem begegne. Ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, weil im Moment sind hier fast keine Leute. Aber vielleicht finde ich irgendjemanden, der mir dann sagen kann, ob ich komplett bekloppt bin oder ob das einfach eine richtig geile Idee war, das so zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen, wenn wir das nächste Türchen öffnen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Habt eine schöne Adventszeit vor allen Dingen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dahin. Tschüss.